Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dieses Video starten soll. Wie zum Teufel kann man es bitte so hart verkacken? Was hat euch bitte geritten? Ich verstehe es nicht. Leute, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, im Untergrund, wo auch sonst, im Forum, sind wieder Informationen gedroppt worden, die sonst nie ans Tageslicht gekommen wären. Ich bin komplett, ich weiß es nicht. W50 wird nicht zum Geburtstag erscheinen. Das ist eine News, die ist offiziell und die wurde eben gerade rausgehauen. Nicht irgendwo öffentlich, sondern im Untersten vom Untersten. Ja? Ihr müsst euch das vorstellen. Shakes & Fidget ist jetzt, sagen wir mal, nicht das größte Spiel. Es ist ein Mikrokosmos im Spieleuniversum. Ja? Wir sind eine kleine Nischen-Community, eine kleine Blase sozusagen, in der wir uns hier bewegen. Eine Community, wo es wichtig ist, dass man auf die Community, die da ist, auch hören sollte. Ja? Und sich vielleicht so den ein oder anderen Ratschlag zu Herzen nehmen sollte. Und in dieser Nischen-Community, in dieser kleinen Blase, gibt es nochmal eine kleinere Nischen-Community. Und in dieser Nischen-Community gibt es nochmal eine Unterfunktion, die noch kleiner und unwesentlicher ist, aber leider ist es diese, wo die wichtigsten Informationen gedroppt werden. Ihr müsst euch mal vorstellen, Shakes & Fidget auf YouTube in Deutschland ist jetzt, sagen wir mal, nicht allzu groß, ja? Aber insgesamt gesehen, wenn man noch die Tschechen und die Polen noch dazu holt, die haben schon eine gewisse Reichweite auf YouTube mit Shakes & Fidget, purer Shakes & Fidget Content. Ja, ich würde mich jetzt auch als für Shakes & Fidget Verhältnisse relativ groß sehen. Ja, soll nicht abgehoben klingen, aber für das Spiel würde ich mal sagen, haben wir schon einen relativ großen Teil als Community hier beizutragen auf YouTube. Ja, dann gibt es noch den Discord, wo auch jetzt, glaube ich, fast an die 10.000 Leute drauf sind, wo wirklich Informationen sehr schnell durchkommen. Ja, der offizielle SF-Discord. So, das steht aber alles außen vor. Das ist alles nicht wesentlich und auch nicht wichtig, denn dort wird ja am wenigsten bekannt gegeben. Jetzt wird halt eben von Players Seite oder von der Marketingfirma-Seite nochmal versucht, eine eigene Kommunikationsplattform aufzubauen durch den Shakes & Fidget Twitch Livestream. Ja, so sehe ich das zumindest. Können mich natürlich gerne berichtigen, wenn es anders aussieht. So, und wie gesagt, SF-Community ganz, ganz klein. So, jetzt gehen wir in das Forum, was schon kaum genutzt wird, was komplett überaltet ist, was seit 10 Jahren bestimmt oder noch länger existiert. Und das wird schon kaum genutzt. So, jetzt muss man sich auch noch einen Account dort erstellen, um dort eine gewisse Funktion sehen zu können, die nennt sich Chatbox. Ja, das heißt, man sieht nicht nur Außenstehende, sehen nicht, was dort vor sich geht, sondern wirklich Integrierte, die in das Forum integriert sind, sehen, was dort vor sich geht. Ja, und diese Community ist noch mal kleiner. Ich möchte nicht wissen, es ist bestimmt im zweistelligen Bereich, die dort am Chatten sind. Bestimmt nicht mal dreistellig. Ja, wir haben bestimmt mehr Bewerbungen bekommen, als da live am Chatten sind in dieser Chatbox. Ja, berichte ich mich gerne, wenn es anders aussieht. Ich bin nicht drin. So, auf jeden Fall, in dieser Chatbox wurden mal wieder die wesentlichsten Informationen gedroppt. Ja, in so einem alten Medium, was schon kaum genutzt wird. Ich sage immer, entweder geht ihr mit der Zeit oder ihr geht mit der Zeit. Ja? Auf jeden Fall, in dieser Chatbox gibt es einen Community Manager, einen Community Manager.
der dort mal wieder die Informationen rausgehauen hat, auf die wir eigentlich schon seit Monaten warten. Ich zeige euch mal den Screenshot, und zwar von Cotti. Der ist ja an sich bestimmt ganz nett. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ja. Und wir wissen ja, dass Shakes & Fidget marketingtechnisch nicht die allerhellsten sind. Anscheinend. Haben sie jetzt nochmal unter Beweis gestellt. Hier in dieser Chatbox steht jetzt drin, dass hier der Cotti gesagt hatte, was der Community Manager ist. Nee, kein W50 die Woche. So, wäre unfair mit dem Dungeon-Start, dann haben die ja nichts davon mit unter Level 50. Erstmal geht so ein legendärer Dungeon 10 Tage. In diesen 10 Tagen ist es wohl möglich, sehr schnell Stufe 50 auch als Free-to-Play zu erreichen. Davon mal ab. Trotzdem ist es lächerlich, dieses Argument hier zu bringen. Außerdem wurde es anscheinend wohl schon mal auf W44 umgesetzt. Hat es da auch keinen interessiert. So, ja, dann wurde hier nochmal geschrieben, so und so, ne? Fand ich auch ganz lustig, seit wann interessieren euch denn Free-to-Play-Spieler? Jeder hatte mit W50 gerechnet. Und hier nochmal das Statement, no, gibt keine Spielwelt, ist so beschlossen. So, also hier nochmal offiziell, ne, es würde niemals ans Tageslicht kommen, wenn es nicht verbreitet werden würde durch Discord oder YouTube. Deswegen W50 findet nicht diesen Freitag zum Geburtstag statt. So, einige können jetzt natürlich sagen, und das kann ich natürlich auch verstehen, das Argument zu bringen, Shakes & Fidget hat von ihrer Seite kein einziges Mal kommuniziert, dass es diesen Geburtstagsserver zu W50 zum Geburtstag diesen Server stattgeben wird. Das ist richtig. Es wurde aber auch mit der Community nicht kommuniziert. Ja? Machen wir uns nichts vor, seit Monaten besteht schon der Hype auf W50. Seit Monaten ist dieser Hype da. Hunderte, nicht Hunderte, Tausende Leute haben sich schon auf diesen Serverstart vorbereitet. Wir haben ja allein schon hunderte Bewerbungen gekriegt, die wirklich bei unserer Gilde mitspielen wollen, die durch diesen Struggle gehen wollen mit Bewerbungsschreiben, Bewerbungsgespräch etc. pp. So, und das sind Hunderte. Ne? Wäre die Gilde free for all, so dass da alle reinjoinen können zu W50 Serverstart, wären es wahrscheinlich noch mehr. Und insgesamt in der ganzen Community werden sich wahrscheinlich Tausende darauf vorbereitet haben. Der Hype war auf jeden Fall schon mal da. Wie kam dieser Hype zustande? Es hätte perfekt gepasst. Es gab einen legendären Dungeon, der jetzt rausgekommen wäre. Es wäre der Geburtstagsserver, es wäre der Jubiläumsserver, W50, direkt in der Geburtstagswoche zu releasen. Es haben sich wirklich abertausende Leute darauf vorbereitet, sich Zeit genommen, Urlaub gebucht, unter anderem auch ich, damit dieses fette Event gestreamt werden kann und ausgiebig zelebriert werden kann. Das ist jetzt hinfällig, denn anscheinend kommt W50 nächste Woche Freitag raus. Da habe ich aber keinen Urlaub mehr, da ist nichts mehr reserviert, da ist finito, da habe ich keine Zeit, da habe ich Spätschicht von 13:30 Uhr bis 22 Uhr. Ich habe keine Zeit für W50, ja? Keine Zeit, es geht nicht. Und wie gesagt, es gibt einen Community Manager, der ist dafür verantwortlich, mit der Community in Kontakt zu stehen, die Community mal auszuhorchen, was dort losgeht. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Dieser Hype ist sicherlich nicht an Playa Games oder deren Marketingfirma oder an dem Support oder an dem Community Manager vorbeigegangen. Es wurde nichts kommuniziert, bis diese Woche jetzt mal irgendwas geschrieben worden ist. Ja, und das finde ich wirklich ziemlich heftig, dass wir da, also es ist für alle Leute wirklich ein Schlag ins Gesicht an der Stelle. Man fühlt sich einfach mal wieder so ein Stück weit hintergangen von den Machern irgendwie. Man bereitet sich drauf vor und dann passiert wieder sowas. Ja? Dieser Hype kam zustande, wie gesagt, weil halt alles jetzt sich auf diesen Freitag konzentriert hat. So. Es hätte halt perfekt gepasst und nicht ohne Grund, haben wir uns zumindest gedacht, aber Playa Games sieht es mal wieder anders anscheinend. Nicht ohne Grund wurde W49 so kurzfristig nach W48 released, ja, was W48 auch nochmal bestimmt geschadet hat, dass der 49. Server so schnell nach 48 rauskam, dass man davon zu 100%, zu 99% ausgehen konnte, dass wenn die jetzt so nah nach W48, W49 rausbringen, es nur sein kann, dass jetzt auch W50 zum Geburtstag kommt. Passender wäre es nicht gegangen. So, wir haben Monate drauf spekuliert, unsere
Theorien wurden durch die Moves von Playa, die sie getätigt haben, noch verhärtet. Und wo ist jetzt bitte der Austausch gewesen zwischen der Community und dem Manager? Ja, es wurde nichts kommuniziert. Man hätte mal ein bisschen zumindest, was weiß ich, einen Monat, wo die Kacke schon ordentlich am Dampfen war, hätte man zumindest die Community zügeln können, dass W50 eventuell nicht kommen könnte zum Geburtstag. Warum muss man das irgendwie immer kurz vor knapp machen und das mit der Community kommunizieren, dass ein Server irgendwie angekündigt wird, immer 3 Tage vorm Start? Was soll das? Es macht überhaupt keinen Sinn, man kann sich null darauf vorbereiten, es ist einfach unter aller Kanone. Ja? 1000 Leute haben sich, wie gesagt, Zeit genommen, ich unter anderem auch. Jetzt sieht es anscheinend wohl so aus, dass wir heute nochmal News bekommen werden zum kommenden Update, was jetzt geschehen wird. Es wird sich wahrscheinlich zum Geburtstag jetzt nur auf den legendären Dungeon reduzieren und ein paar kleine Grafiken, die auch schon natürlich übers Forum mal wieder aufgetaucht sind. Sowas unter anderem wie die Edelsteine optisch anpassen. Ja, das ist ein Update, auf das haben wir alle gewartet. Das wurde so mit der Community kommuniziert. Ich habe auch nichts anderes in den Kommentaren von euch gelesen, außer wann werden mal wieder die Steine gereworked. Ja, ist ja nicht so, dass die schon 3-mal in den letzten paar Jahren überarbeitet worden sind. Das wird mal wieder Zeit. Ja, WTF, Alter. Also ich kann es wirklich null nachvollziehen, diese Handlungen, die sie dort tätigen. Und wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, jo, es wurde halt von deren Seite null kommuniziert, aber ich würde mir an der Stelle wünschen, einfach mal auch ein bisschen, dass die Leute nicht nur vorgeben, anscheinend mit der Community in Kontakt zu stehen, sondern es wirklich auch machen. Ja? Es wurde wirklich schon so breit getrampelt, das Thema, dass das nicht an denen vorbeigehen kann. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das Ganze machen soll. Wenn jetzt W50 nächste Woche Freitag rauskommen soll, habe ich keine Zeit. Ja, ich bin da voll in der Arbeit drin und das wird von meiner Seite aus streaming-technisch schon mal überhaupt nicht klappen können, was mich wirklich sehr, sehr ankotzt, weil ich mich da wirklich sehr drauf gefreut habe auf dieses Event. Ich habe es eigentlich schon so krass durchgeplant und wie gesagt, nicht nur ich. Ja, das soll nicht so egoistisch klingen, dass nur ich jetzt so gemacht habe. Es haben wirklich tausende andere Leute sich auch darauf vorbereitet. So. Klar, man kann sagen, eine Woche später, gut, auf eine Woche kommt es nicht an, doch kommt es, weil gerade die erste Woche ist wirklich sehr zeitintensiv, was einen Serverstart angeht und danach flacht es halt ein bisschen ab. Wenn sich Leute jetzt für dieses Datum Urlaub genommen haben und nächste Woche halt, wie gesagt, keine Zeit haben, dann ist das mit dem Serverstart schon mal RIP. Klar, auch auf lange Zeit, kann ich auch wieder verstehen, die Kommentare, auf lange Zeit wird es nicht so einen Unterschied machen, natürlich, aber ihr müsst auch mich an der Sache mal verstehen, dass ich euch einfach ein geiles Event bieten wollte, was das angeht. Das ist jetzt hinfällig, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr geschockt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Es ist irgendwo mal wieder typisch so ein bisschen. Die Kommunikation steht überhaupt nicht im Vordergrund, was das angeht. Ich kann es nicht verstehen, warum so ein Server nicht mal einen Monat vorher angekündigt wird. Und das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. So. Also ich bin da auch wirklich sehr enttäuscht, muss ich sagen, an der Stelle. Und ja. Sprachlos, auf jeden Fall. Sehr, sehr sprachlos. Gut, ja, das war es dann erstmal soweit zum Thema. Ne? Falls nochmal heute Update-News kommen sollten, dann werdet ihr da, denke ich mal, auch nochmal Bescheid wissen von. Aber meine Motivation ist gerade so ein bisschen gedrosselt. Ich hoffe mal, das fängt sich wieder die Woche. Und ja, das war es soweit gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.